vorne rausziehen. Ja, ja, sehr schön. Das ist die Sicherung also. So, und dann müsste dann das ganze Rad nach vorne raus. Sollte. Heute steht hier nämlich das Radlager an mit Nadellager, das ist kaputt vorne, das muss neu gemacht werden. Dann wird auch gleich der Reifen ausgewechselt, da kommt der neue drauf, der ist schon da. Ja, wir nehmen euch mal ein bisschen mit. Mal gucken, wie es klappt, gemacht haben wir es noch nicht, aber es ist ja nicht so schlimm. Hier ist der Kollege, dem seine Arbeit das ist. Jetzt heben wir das Ding erst mal hoch. Ah, hier, was ein Scheiß. Hier wäre das Vorderrad, wie gesagt, sieht man ja hoffentlich mit der Beleuchtung ein bisschen. Ah, das wird schon. Erst mal gucken, dass ich hier drunter komme. Na je, gucke, das Licht passt gleich. So, jetzt haben wir das Ganze mal hochgehoben. Das hört sich böse an. Das Jetzt ist drehen wir mal. Man hört schon das schleifende Geräusch. Eindeutig das Lager kaputt. Jetzt machen wir den Deckel da ab. Werkzeug. Darunter sitzt dann die Schraube, die Sicherungsschraube. Und dann sind wir weiter. Müsste sich lösen. Ich sehe es hier schlecht, aber es geht. Jetzt kommt erstmal die Staubkappe ab. Oh je, da ohne drin ist, wird es Zeit, dass was gemacht wird. So, den Deckel haben wir jetzt ab. Sieht man dann. Sicherungsschraube, viel sieht man noch nicht, weil da so viel Fett dran ist. Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Da vorne ist eine Sicherung. Ne, ist sie gesichert an dem Punkt. Ja. Haben sie so eingeballert. 19er, die sieht kleiner aus. Sieht mir nach 14, 15 oder sowas aus. Hast du es ein bisschen ohne? Ja, die ist ohne. Die ging ja ganz gut. Ja. Man sollte die erneuern. Da sitzt dann der Splint wahrscheinlich dahinter, wenn ich richtig bin. Hast du eine Lappe? Ja, hier. Nee, da ist nichts dahinter, das muss so runter. Wie gesagt, das ist diese Sicherungsmutter. Ja, ich kurbel sie mal hoch. Kann man jetzt ganz gut auch sehen hier, die ist hier eingebördelt. Und das ist dann die Sicherung, dass die sich nicht verdrehen kann. Man sollte die immer erneuern, wenn man die einmal abmacht. Die hat hier eine Einkerbung. Ja. Und da wird dann wird das hier auch ein bisschen eingekerbt, also runtergedrückt, runtergeschlagen. Mit was relativ flachem, nicht so spitz, damit man es nicht gleich zerballert. Und dann sitzt es hier drin und kann sich dann nicht drehen. Das müssen wir irgendwie abziehen, ja? So, jetzt muss natürlich dieses Teil runter. Das wird heftig. Weil hier drin sitzt dann, wie gesagt, das Lager. Es könnte sein, dass da noch eine Sicherung davor sitzt. Da müsste eigentlich noch ein Sicherungsring sein, hier. Ja, aber das kriegst du so nicht raus, da ist nichts. Das muss man mal erst sauber machen. Ja, da ist hier eine Sicherung, die muss raus. Hier sind 2 Löcher drin. Da muss das zusammengedrückt werden. Und dann nach vorne rausziehen. Ja, ja, sehr schön. Das ist die Sicherung also. So, und dann müsste dann das ganze Rad nach vorne raus. Sollte, Von könnte. selber. Ah! Also Einfacher ging es ja so nicht mehr. einfach. Halleluja! Ich hatte schon eine große Hammer mitgenommen. Ich Dass auch das jetzt schon. so einfach geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt müssen wir halt, wie gesagt, von dieser Seite mit irgendeinem Durchschlag das Radlager da rausballern. Sieht man da unten schön, hat ja eine schöne Kante, da wird das rausgeballert. Ja, müsste es eigentlich relativ was haben, was gleich groß, was da gerade so ins Loch hingeht. Ja. Ich kann jetzt da drauf schwuchten da. Das muss gleichmäßig runter.
Du musst genau in der Mitte sein von dem Lager. Ja, mal größere Nuss, ne? Sonst verkantet die sich und dann kriegst du gar nicht mehr raus. Muss eine größere Nuss, die ist zu groß hier, scheiße. Was haben wir noch? Ich brauche sonst nichts, was darin passen könnte. Das ist die einzige, die passt. So, jetzt haben wir mal ein anderes Rad runtergelegt, weil sonst liegen wir ja direkt am Boden. Dann kann das Lager ja nicht raus. So, ist es raus. Na, das erste, jetzt müssen wir das Nadellager noch rauskriegen. Das Lager ist jetzt raus. Sieht man jetzt nicht so, aber sieh da, Da liegt's. da unten liegt's. Ja, das ist eh nicht drin, siehst du es eh nicht. So. Ja, das hörst du aber auch. Ja, Das läuft so schwer. entweder das oder das Nadellager, eins von beiden ist kaputt. Mehr Das kann ja nicht Nadellager ist kaputt sowieso im sein. Arsch, da brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Von Die Frage daher- ist nur, wie kriegen wir es raus? Das wird zu abgenutzt sein, das Nadellager. Jetzt genau das gleiche, nur von der Seite. Unten liegt's. So, jetzt ist das Nadellager. Ach du Scheiße. Mal ein bisschen sauber. Naja, so scheiße ist es jetzt auch nicht. Das ist kein Nadellager mehr, das hat sich alles aufgelöst. Guck mal hier, da ist nichts mehr. Da ist, warte mal, ich versuch's mal ein bisschen sauber zu machen. Da ist nichts mehr, keine Nadeln mehr drin. Ja, sind schon noch drin, aber Aber da ist nichts sehr, mehr. sehr abgenutzt. Ich zeig dir mal das neue Nadellager, dann hast du einen Vergleich. Ja, es Oh, ist, doch. die Hälfte ist weg. Oh, Nicht doch. mal so von innen Nadeln. Da ist also, das ist, Und die sind auch nicht mehr so gleichmäßig da. da ist alles runter. Die stehen ein bisschen mehr raus hier drüben nicht. Ja, das ist schon Das ist fertig. die Hälfte. Aber also anhand dessen müsste man ja eigentlich sagen können, wie viele Kilometer das Ding schon runter hat. Aber Ja, ich weiß vielleicht es nicht. weiß das jemand, dann kann er das mal in die Kommentare, was er so schätzt. Das- Dann machen wir mal das Neue dann drin. Aber erst wenn ich es Nachdem fett habe. alles sauber ist. Könnt ihr euch ja nochmal die Bremse angucken, die Bremse, denke ich, sehen gut aus noch. Also vom Verhalten her ist noch alles in Ordnung. ja. Komm, aber sowieso neu drauf, nichts verwundert. Es ist noch was drauf und sie ist auch relativ schön sauber. Also das muss man sagen, das sieht echt gut aus. Die Vorderbremse pflege ich, die wird nicht benutzt. Die kann auch nicht allzu alt sein. Hinten sind sie dafür runter, die müssen neu Ich denke mal, da war schon mal einer vor dir dran. Ja. Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so leicht runtergegangen. Ja, mit Sicherheit. Aber das sieht alles gut aus hier vorne. Kann man nicht meckern. Bauen wir die Lage wieder ein. So. Jetzt haben wir das alles schön gefettet, sauber gemacht, gefettet. Jetzt müssen wir gucken, das Lager Jetzt wieder kommen die passt. Lage wieder drin. Die Nuss, die ist genau passend. Den Rest. Ja, die hat ja einen Anschlag hinten. Wie es aussieht, da sieht man den, wo die Sicherung reingehört. Hier gehört die Sicherung rein. Sie ist überall da. Ist tief genug. Alles gut. Dann machen wir den Sicherungsring. Gib den mal her, ist der sauber. So, da haben wir die Sicherung wieder. Mal gucken, die hat aber eine, die hat eine gerade Fläche und eine ist so ein bisschen abgerundet, die muss nach außen, die abgerundete. Denke ich mal. Da gehe ich mal von aus, ja. Ich schraube jetzt hier ein bisschen Nachhilfe. Ne? Warte mal, ich muss mal ein bisschen, warte mal, Hier sitzt sie nicht. drück's mal runter. Jetzt ist es drin. Müsste drin sein. Ja, die ist drin. Drehe sie mal ein bisschen. Ja, die ist drin. So, jetzt kommt dann das Nadellager da noch drin. Es geht normal leichter rum. Ja, lieber was drauflege. Ne? Warte mal, ich kann auch die Nuss nehmen. Die Seite. Warte. Alles gut. Alles gut, ich nehme die Seite von der Nuss. Da passiert nichts. So, jetzt will ich aber eigentlich was anderes nehmen. Ich habe noch Holz.
eine andere Nuss. So, die passt doch. So, noch ein bisschen. So. Müsste eigentlich gut sein. Mal gucken, ob man noch ein Stück. Ja, übertreib's nicht. So. So. Ja, jetzt hast du nicht, hier ist diese Auflagefläche ist frei, weißt du. So. Kommt auch nochmal Fett drauf. Ja, mach dir erstmal deine Reibe jetzt ab. So, die Reibe runter, da kann man eine neue, kannst du ja ruhig gleich drauf machen. Ja, ja, logisch, aber ich muss das mal abkriegen. Nee, würde ich nicht machen, weil du Warum? dann die Sicherungsmutter schwer drauf kriegst. Hast du so wenig Platz hier zum Hämmern, weißt du? Für die Sicherungsmutter. Eine Ewigkeit später, gefühlte 8 Stunden, nee, Spaß, haben wir das jetzt, hat der Kollege das jetzt abgeschraubt vom Rad. Und jetzt können wir sich dran machen. Die Welle ist eingefettet, alles gut. Die Bremse sind nicht gefettet, das ist auch gut. Sollte man nämlich auch nicht tun. So, ja, hier sind alle Lager drin. Jetzt kannst du mal wieder die Scheibe draufsetzen. Ja gut, die Bremse, die hört man jetzt ein bisschen. Ja, alles schleift sich ein. Ja, ist ja klar, jetzt ist das neue Lager. Da ist der Sitz wahrscheinlich ein bisschen anders. Und dann kannst du die Mutter draufballern. So, jetzt haben wir natürlich, vorher haben wir einen Schritt gemacht, den wir gar nicht hätte machen brauchen, und zwar dieser Sicherungsring. Den hätten wir vorher nicht rausnehmen brauchen. Der ist ja nur dazu da, um das Lager in der Position zu halten, daran zu hindern, rauszudrücken, also den Weg nach draußen zu finden. Und das hätten wir vorher nicht machen brauchen. Also das war Fehler unsererseits, ein kleiner Denkfehler, aber macht ja nichts. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben, auch diese Sache, keiner ist perfekt, mir auch nicht. Aber es hat sich ja nachher, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, von selbst erklärt. Und wie gesagt, ja, jetzt die Mutter festschraube. So, jetzt haben wir die Schraube festgezogen, vorschriftsmäßig mit Drehmoment. Drehmoment in welcher Stärke, welche Kraft, das könnt ihr euch ja selber googeln. Jetzt muss man das halt ein bisschen einschlagen, die Sicherung. Von der Sicherungsmutter. Ich sehe es nicht. Man muss halt ein bisschen in diese Riebe rein. Ja. So, die Sicherungsschraube ist jetzt wieder drauf, ist ein bisschen eingeböttelt, damit sie sich nicht selber lösen kann. Jetzt macht der Kollege jetzt noch hier Was nimmt man dafür? Die Haben wir Schutz- so 6, 8 Kilo haben wir. die ne? Schutzkappe drauf. Gleichmäßig wäre gut, dann kriegst du es auch wieder leichter ab. Nicht so verkanten. So, jetzt kommt das Rad noch drauf, das neue. Das neue Rad. Und dann ist die Sache erledigt. Erst mal auf die Bremse kommen. Hast du schon Luft drauf auf dem Rad? Ja, der ist schon vom Werk her, aber ich muss nochmal aufpumpen. Ja, vom Werk her ist mir klar, aber da ist vielleicht jetzt, wer weiß, wie lange es gelagert ist, da ist vielleicht ein Bar drauf oder irgendwas. Ja, also wie es sich gezeigt hat, war das Ganze ja jetzt keine Riesenoperation. Es war aber auch Glück, dass es so leicht runterging alles. Und ja, ich denke mal, der hat vorher schon einer mal das abgehabt. Oder halt, wie gesagt, auch weil das halt viel bewegt worden ist, da ist ja dann Bewegung auch da drin. Und dann hat man Glück gehabt, dass es, weil hinten war das ja auch, dass es ganz leicht runterging. Von daher, viel fahren, immer gut. Eine Abe ist ja nicht zum Stehen da, die steht sich kaputt. Das stimmt, wenn ich dran denke, dass die hier gar nicht gelaufen ist am Anfang. Ja, Und dann erst nach und nach durch die Katastrophe. Fahrerei. Aber das ist halt üblich, gell? Ist nichts zu machen, einfach mal ein bisschen Vergaser sauber machen und dann läuft der wieder. Ja, ist klar. Naja, dass du bei so einer Gebrauchten einiges investieren musst, bis die überhaupt noch mal einigermaßen läuft, ist eigentlich klar.
Da brauchen wir nicht diskutieren. An dem Preissegment ist das klar, dass du da vorneweg schon mal einen Tausender reinballern kannst. Aber, bin ich schon fast drüber. Aber das ist halt, ist ja alles nicht so schlimm, aber immer diese Rumdruckserei, Rumlügerei von denen dann, ja, das nächste Mal, bis die Vergaser sauber, dann läuft das, ja. Radlager kaputt, Reife kaputt, Felge kaputt, Motor läuft gar nicht, Tank total versifft, vergammelt, ja, alles kaputt, Spritleitung kaputt, alles im Eimer, ja, und dann... Aber jetzt läuft sie doch. Naja gut, aber ich meine, ausschlaggebendes Argument war ja bei diesem Fahrzeug hier, dass keine Durchrostungen waren und genau. Von daher hast du für den Preis halt doch noch ein gutes Geschäft gemacht. So, jetzt setzen wir es erstmal ab. So, das Rad ist wieder dran. Die Sache funktioniert wieder. Von daher würde ich sagen, war es das an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es war mal was anderes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Jetzt auch Tschüss sagen. Jo, macht's gut, tschüss und beim nächsten Mal sind die Bremsen hinten dran, wenn ihr wollt.